Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal LED Smart Home. Im heutigen Video zeige ich euch, wie man ein ESP8266 mit Tasmota im Deep Sleep Modus betreibt. Wir gehen Schritt für Schritt durch alles durch, welche Bauteile werden benötigt, wie ist die Funktionsweise des Deep Sleep Modus und wie lange halten die Batterien tatsächlich. Ich habe bereits viele Videos rund um das Thema Tasmota erstellt. Wenn bei diesem Video etwas unklar sein sollte, werft einen Blick in die Videobeschreibung oder schaut auf meinem Kanal vorbei. Dort findet ihr sicherlich weitere hilfreiche Informationen dazu. Zudem habe ich ein Grundlagenvideo zu Tasmota sowie zu einer Vielzahl von Sensoren gemacht. Falls ich also bestimmte Punkte nicht so detailliert erkläre, liegt das vermutlich daran, dass ich schon einiges zu dem Thema in anderen Videos ausführlich erklärt habe. Neu dazugekommen ist eine Webseite, die als Ergänzung zu meinen Videos dient. Dort versuche ich, die Inhalte aus den Videos in schriftlicher Form bereitzustellen, falls ihr lieber lesen tut oder etwas nachschlagen möchtet. Die Seite befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt noch im Aufbau, aber mit der Zeit wird sie sich füllen. So, dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Zuerst mal das Intro und dann geht's los. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Bevor wir mit der Konfiguration starten, wollen wir uns erstmal anschauen, was der Deep Sleep Modus überhaupt ist und warum man ihn braucht. Der Deep Sleep Modus wird oft verwendet, wenn man ein Projekt mit einer Batterie betreiben möchte. Während dem Deep Sleep Modus sind fast alle Funktionen des ESPs deaktiviert und nur die Echtzeituhr, die sogenannte RTC, bleibt aktiv und weckt den ESP nach einer bestimmten oder voreingestellten Zeit wieder auf. So wird der Stromverbrauch massiv reduziert, was für ein batteriebetriebenes Projekt sehr wichtig ist. Dadurch erreichen wir Laufzeiten mit einer Batterie von mehreren Monaten oder, wenn man es richtig gut anstellt, sogar von über einem Jahr. Wichtig zu beachten ist, dass der Stromverbrauch im Deep Sleep Modus je nach verwendeten Board variiert. Den geringsten Stromverbrauch werdet ihr mit einem ESP01 erreichen. Das ist der hier. Der hat dann einen Verbrauch von ungefähr 0,02 mA im Deep Sleep Modus. Der D1 Mini V3, den ich gerne verwende, verbraucht im Deep Sleep Modus etwa 0,086 mA. Das ist der hier, ist, wie ich finde, ein guter Kompromiss zwischen Funktion bzw. verfügbaren GPIOs und dem Stromverbrauch. Denn bei dem hier haben wir nicht so viele Anschlussmöglichkeiten, deswegen setze ich den persönlich nicht so gerne ein. Ältere Versionen wie der D1 Mini V1 oder V2 sowie die neue Version V4 sind weniger effizient und verbrauchen deutlich mehr Strom. Da muss man ein bisschen drauf achten, denn die verbrauchen ungefähr 0,3 bis 0,1 mA, je nachdem, welche Version man verwendet. Ein Battery Shield kann ebenfalls einen sehr großen Einfluss auf den Stromverbrauch haben, da diese mehr oder weniger zwischen 300 und 1100 mA je nach Variante verbrauchen und das verbrauchen sie permanent sogar im Deep Sleep Modus, denn die ganzen Spannungswandler und so weiter, die ganze Elektronik ist im Deep Sleep Modus nicht ausgeschaltet und verbraucht kontinuierlich weiterhin Strom und deswegen sind die für einen reinen Batteriebetrieb nicht unbedingt geeignet. So, dann kommen wir zu den Bauteilen, die ihr benötigt. Also, ihr benötigt zum einen ein ESP8266 D1 Mini. Ich bevorzuge, wie gesagt, die Version V3, da das der beste Kompromiss ist, für mich zumindest. Dann benötigt ihr einen Akku für einen reinen batteriebetriebenes Projekt ohne Solarpanel. Empfehle ich euch einen Akku zwischen 2000 und 3700 mAh. Falls ihr das Ganze mit einem Solarpanel betreiben wollt, dann reicht in den meisten Fällen ein Akku zwischen 800 und 1100 mAh für den Solarbetrieb. Falls ihr das Ganze mit einem Solarmodul betreiben möchtet, dann benötigt ihr auch noch so etwas wie dieses Battery Shield. Davon gibt es verschiedenste Ausführungen, aber die verbrauchen, wie gesagt, relativ viel Strom im Standby-Betrieb oder im Deep Sleep Modus Betrieb und deswegen sind die nur zu empfehlen, wenn man das Ganze mit einem Solarmodul betreibt.
Bei dem Solarmodul habe ich mich zumindest dafür entschieden, eins zu verwenden von einem meiner batteriebetriebenen Kameras, die ich irgendwann mal getestet habe. Aber dort empfehle ich euch, kauft ein Batterie oder ein Solarpanel, nicht ein Batterie, ein Solarpanel, das nicht zu klein ist, da ihr ansonsten Probleme bekommen könntet. Dann, was ihr auch nicht vergessen solltet, ist, falls ihr euch für so eine Batterie entscheidet, dann braucht ihr natürlich auch noch ein Ladegerät, womit ihr die Batterie laden könnt. Alternativ könnt ihr halt, wie gesagt, so ein Battery Shield verwenden oder falls ihr Kinder habt, dann guckt mal bei denen nach. Bei den ferngesteuerten Autos sind häufig solche Batterien verwendet, die einen solchen Stecker angeschlossen haben und bei denen ist meistens auch ein Ladegerät dabei, das ihr dann dafür verwenden könnt. Aber achtet bitte auf die Polarität, falls ihr das Ganze dort verwenden solltet. Was benötigen wir noch? Also wir benötigen dann noch eine Platine, dann vielleicht noch ein Temperaturschalter, falls ihr die Temperatur messen wollt. Hier gibt es so ein BME, das hier ist glaube ich ein 680er. Dann gibt es hier noch so Temperaturfühler, das hier ist ein DHT 22. Ich habe hier jetzt ein DHT 11 eingebaut. Der ist zwar ein bisschen ungenau, aber für mein Projekt hier oder für mein Vorhaben reicht das vollkommen aus. Ihr müsst wissen, was ihr verwendet. Wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinke ich euch ein paar Teile, die ich euch empfehlen kann. Falls ihr ein Projekt mit einer Batterie betreiben möchtet, aber auch die Möglichkeit habt, das Ganze mit einem Solarmodul zu koppeln, dann würde ich euch immer empfehlen, verwendet das Solarmodul und mit so einem Battery Shield oder Battery Shield, denn dann müsst ihr euch um den Ladezustand der Batterie keine Sorgen machen und das Ding läuft einfach. Selbst wenn mal ein paar Tage keine Sonne scheint, ist das kein Problem. Die Batterie wird jedes Mal geladen, wenn die Sonne ein bisschen scheint und das reicht meistens aus, um selbst längere Dunkelphasen auszugleichen. Falls ihr nicht die Möglichkeit habt, das Ganze mit einem Solarpanel zu betreiben, dann empfehle ich euch, einen großen Akku zu verwenden, also irgendwas von 2000 oder zwischen 2000 und 3700 Milliampere-Stunden. Das sind so die gängigen Größen, die man findet und dann sind Laufzeiten von 4 Monaten und länger locker drin. Da müsst ihr euch dann gar keine Gedanken machen. Und falls ihr doch mal irgendwie vergessen solltet, dass der Akku geladen werden muss, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass ihr euch per Telegram benachrichtigen lasst, sobald der Wert unter einen bestimmten Ladezustand oder wie heißt denn das? Wenn der Wert unter einen bestimmten Wert gefallen ist. Hört sich ein bisschen komisch an, aber egal. Also wenn der Wert unter einen bestimmten Wert gefallen ist, dann bekommt ihr eine Telegram-Benachrichtigung und dann wisst ihr, dass ihr den Akku laden müsst. Wie das Ganze funktioniert, das hatte ich schon mal in einem Video gezeigt. Das blende ich euch mal hier ein. Schaut es euch an, falls ihr es noch nicht kennt. Dann auch noch mal ein kurzer Hinweis zum ESP01. Also der hier ist sehr energieeffizient. Das heißt, der verbraucht sehr wenig Strom im Deep Sleep Modus. Aber das große Problem dieses ESPs ist, dass man ihn nur mit einer 3,6 Volt Batterie betreiben darf oder Spannung betreiben darf. Und so ein LiPo hier, der hat 3,7 Volt normalerweise, aber wenn er voll geladen ist, beträgt die Spannung 4,2 Volt und das würde der ESP01 nicht vertragen und würde kaputt gehen. Das heißt, wenn ihr das unbedingt so betreiben wollt, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr die Spannung runterreguliert. Eine Möglichkeit wäre ein sogenannter Low Drop Spannungsregler. Damit könnt ihr das Ganze ein bisschen senken und so den ESP mit einem LiPo betreiben. Selber gemacht habe ich es noch nie, da ich immer nur die D1 Minis verwende, aber das einfach mal als Hinweis zwischendurch. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal die Platine an. Also, um den ESP in den Deep Sleep Modus zu versetzen und sicherzustellen, dass er nach Ablauf einer eingestellten Zeit wieder aufwacht, müssen wir ein paar Kleinigkeiten löten. Es ist zum einen nötig, eine Brücke vom Reset-Pin auf den GPIO 16 bzw. D0 zu setzen. Das sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht, aber im Grunde geht es hier von dem Reset-Pin, gibt es eine Brücke auf der Unterseite auf den D0 und das sorgt halt dafür, dass der ESP wieder aufwacht, nachdem die Zeit abgelaufen ist. Damit das Ganze auch noch sicher funktioniert, gibt es hier auch noch mal einen Widerstand. Der ist hier mit dem D0 verbunden und geht dann hier auf die 3 Volt und damit stellen wir sicher, dass er wie gesagt
aufwacht. Ich blende euch hier auch noch mal ein Bild ein, wo man das ein bisschen besser erkennt, aber das hier einfach nur mal so dass man sieht, wie das auch in Wirklichkeit aussieht und nicht nur auf irgendeinem Schaltplan. Diese Schaltung sorgt halt dafür, dass nach Ablauf der eingestellten Zeit ein Impuls vom Reset-Pin auf den D0-Pin gegeben wird und dadurch wacht er halt auf und dadurch stellen wir sicher, das Ganze funktioniert. Falls ihr das nicht machen solltet, dann würde der ESP aus seinem Deep Sleep Modus nie wieder aufwachen. Dann müsstet ihr ihn halt jedes Mal mit diesem Reset-Knopf hier aufwecken, damit er irgendwie Daten schickt oder ähnliches. Dann, was meiner Meinung nach auch noch wichtig ist, ist, dass man sich so einen Schalter hier einbaut. Der ist dafür da, um den ESP wach zu halten. Das heißt, wenn er mal in diesem Zyklus, Deep Sleep Modus Zyklus ist, kommt man normalerweise nicht mehr auf die Tasmota-Oberfläche und deswegen macht es Sinn, sich so einen Schalter oder irgendetwas in der Art aufzubauen. Der verhindert nämlich, dass sich der ESP wieder schlafen legt, wenn er einmal wach ist. Das heißt, wir haben hier wieder einen Schalter, das hier ist ein dreipoliger Schalter und der hier oder dieses Beinchen hier geht auf D5 und dieses Beinchen hier ist mit Ground verbunden. Und dann gibt es auch noch mal einen Widerstand, das ist der hier, der von den D5 auf die 3 Volt geht. Das ist auch wieder zur Sicherheit, dass man den runterzieht und der, wie gesagt, verhindert, dass der ESP wieder schlafen geht. Das ist, wie gesagt, wichtig, wenn man irgendwelche Konfigurationen vornehmen möchte. Dann kommen wir zu dem letzten Widerstand und das ist der hier, der geht auf A0 und der ist hier mit dem Plus von der Batterie verbunden, geht dann zu A0 und mit diesem A0 messen wir dann die Spannung bzw. den Ladezustand des Akkus und bekommen dann den Wert in Millivolt in Tasmota angezeigt. Das heißt, hier wird uns dann angezeigt, wie voll oder leer die Batterie ist und dann können wir damit weiterarbeiten und zum Beispiel eine Telegram-Benachrichtigung verschicken, falls der Akku leer geht. Das hier ist jetzt, wie gesagt, ein Beispiel, wie eine Platine aussehen könnte. Von der Rückseite sieht das Ganze so aus. Ich blende euch hier auch vielleicht noch mal ein paar Fotos ein und das Sketch blende ich euch auf jeden Fall auch noch mal ein und dann könnt ihr euch das Ganze in Ruhe anschauen. Aber was auch noch wichtig ist, fast vergessen, und zwar dieser Temperatursensor, den dürft ihr nicht direkt an die 3,3 Volt oder an die 5 Volt anschließen, denn dann würde er permanent Strom verbrauchen. Den müsst ihr auf einen GPIO setzen. Ich habe den Temperatursensor, also hier sieht man es, den Plus, habe ich hier auf D1 gelegt und in Tasmota habe ich dann ein Relais konfiguriert und dieses Relais geht halt an. Wenn der ESP aus dem Deep Sleep Modus wach wird, geht das Ganze hier an, versorgt den Temperatursensor mit Spannung und dann kann er messen und schickt dann die Daten weiter. Also wichtig, egal welchen Sensor ihr verwendet, dieser Sensor muss immer über einen GPIO mit Strom versorgt werden, damit er im Deep Sleep Modus nicht kontinuierlich Strom verbraucht. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt das Ganze in Tasmota an, beziehungsweise wir tun zuerst mal Tasmota flashen und stellen dann alles ein, was nötig ist, damit das Ganze funktioniert. Okay, wie ihr Tasmota flasht, das bleibt im Grunde euch überlassen. Ich mache es in letzter Zeit so, dass ich dazu den Tasmo Web Installer verwende. Also einfach auf tasmota.github.io gehen, dann wählt ihr hier die Tasmota Version aus. Ich suche hier die DE Version aus, also die deutsche Version. Der ESP ist mit dem PC verbunden, klicke hier auf Connect. Das ist in meinem Fall Port 8, sage verbinden und dann verbindet sich das Ganze mit dem ESP, sage hier Install Tasmota.de, dann sage ich auch noch Erase Device, das ist wichtig, es sollten keine restlichen Daten übrig bleiben oder alte Daten übrig bleiben und sage dann hier Install. Das dauert jetzt ein paar Sekunden und dann sollte das Gleiche gleich fertig sein. Was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, flashen solltet ihr das Ganze, während er sich nicht auf diesem Board hier befindet. Das heißt, der ESP sollte ganz normal am USB hängen, ohne irgendwelche Sensoren oder ähnliches, denn das kann zu Problemen führen. Deswegen immer abziehen und so flashen. So, das Ganze ist jetzt gleich fertig. Sagen hier Next, dann wählen wir unser Netzwerk aus. In meinem Fall ist es das hier. Geben das Passwort ein und sagen Connect. Dann verbindet sich das Ganze mit eurem Netzwerk und dann taucht hier ein Button auf, wo drauf steht Visit Device und da
ist unser Gerät. Als erstes gehen wir in die Einstellungen auf Gerät und wählen hier Generic 18 aus, sagen Speichern. Das Gerät startet einmal kurz neu und dann gehen wir nochmal in die Einstellungen und weisen die GPIOs den bestimmten Funktionen zu. Als erstes zu Demonstrationszwecken wähle ich hier LED in Wert aus. Das ist die Onboard-LED. Das zeigt uns dann später, ob das Gerät gerade an ist oder im Deep Sleep Modus. Wenn ihr das Gerät dann in Betrieb nehmt und fertig habt, dann deaktiviert ihr das Ganze wieder, damit die LED nicht unnötig Strom verbraucht. Als nächstes wähle ich hier den DHT11 Sensor aus, der ist bei mir auf GPIO 3 angeschlossen. Dann ist bei mir das Relais hier angeschlossen, also da bekommt der DHT11 seine Spannung her. Auf D5 ist der Schalter für den Deep Sleep Modus angeschlossen, deswegen wählen wir hier Deep Sleep aus und auf A0 wählen wir den ADC-Bereich aus. Damit lesen wir dann die Batterie aus. Sagen speichern, das Gerät startet einmal neu und dann gehen wir als erstes wieder in die Konsole rein und geben folgenden Befehl ein: ADC Param 6 und dann 0.1023 0.4200. Falls ihr mehr darüber wissen wollt, ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Schaut auch dort mal nach, falls ihr wissen wollt, was das Ganze bedeutet. Das ist im Grunde einfach nur, wir mappen den Wert 0 bis 1023 auf 0 bis 4200 und diese 4200 sind 4,2 Volt bzw. 4200 Millivolt. So, das haben wir gemacht. Das passt soweit. Gehen nochmal hier zurück. Jetzt wird uns hier angezeigt, Bereich 4. Ist zwar jetzt nicht richtig, aber das hängt auch damit zusammen, dass der ESP noch angeschlossen ist und ja, noch nicht funktionieren kann. Der Temperatursensor zeigt auch noch nichts an. Das liegt daran, dass er noch keinen Strom hat. Deswegen aktivieren wir das Ganze. Kann einen Augenblick dauern, bis die Werte kommen. Im Normalfall hilft aber auf jeden Fall ein Neustart, denn der letzte Zustand bleibt gespeichert und wenn er jetzt nochmal neu startet, dann zeigt er direkt seine oder einen Temperaturwert an. Beziehungsweise zuerst muss er hier angeschlossen werden. Das hätten wir. Jetzt muss ich gucken, was wir noch machen müssen. Ach so, als nächstes geht es in die Einstellungen zu Logging und dann müssen wir diesen Wert hier einstellen. Dieser Wert ist relativ wichtig für den Deep Sleep Modus, denn er hat eine andere Bedeutung wie normalerweise. Also normalerweise besagt dieser Wert, dass der ESP alle 5 Minuten Daten per MQTT oder seine Telemetriedaten schickt, aber es gibt noch einen Wert und zwar 10, der hat die gleiche Funktion wie 300 und die sind im Deep Sleep Modus dafür zuständig, dass wenn der ESP wach wird, schicken sie einmal die Daten, einmal ihre Telemetriedaten oder Sensordaten und gehen dann sofort wieder schlafen. Wenn man hier zum Beispiel als Wert 11 eingeben würde, dann würde der ESP wach bleiben, würde einmal die Telemetriedaten schicken, würde dann halt noch ein paar Sekunden wach bleiben, bis 11 Sekunden abgelaufen sind und dann würde er die Telemetriedaten oder Sensordaten nochmal schicken und würde dann erst schlafen gehen. Das heißt, er würde dann länger wach bleiben wie nötig, denn er hat ja schon mal die Daten geschickt und das ist unnötig, dass er so lange wach ist. Deswegen stellt hier einen der zwei Werte ein, also entweder die 10 oder die 300, die bedeuten beide dasselbe. Das heißt, er schickt einmal die Daten und legt sich sofort wieder schlafen. Was man hier aber beachten muss, ist, wenn ihr die Daten bzw. den Deep Sleep Modus mit einem Blockly aufheben wollt, funktioniert das nicht, wenn hier 10 oder 300 steht, denn ihr bekommt keine Gelegenheit, euch anzumelden oder Daten zu schicken, da ihr wie gesagt sofort schlafen geht. Aber das ist ein Thema für sich. Worauf ihr natürlich auch achten solltet, ist, dass ihr hier nicht Werte wie zum Beispiel 30 oder ähnliches einstellt, denn dann würde der ESP viel zu lange wach bleiben und dann würde der Stromverbrauch im Wachzustand doch eine Rolle spielen, denn dann ist er viel zu lange wach und verbraucht natürlich auch viel zu viel Strom und deswegen solltet ihr das natürlich auch verhindern. Falls euer Sensor aber eine gewisse Zeit braucht, bis er hochkommt, bis er irgendwelche Daten liefert, dann müsst ihr das natürlich umstellen, aber im Normalfall liefern die Sensoren sofort ihre Daten, zumindest ist es so bei diesen Sensoren wie Temperatursensoren oder ähnliches. Okay, wir stellen hier auf 300, damit ich es euch mal demonstriere, dass er nicht 5 Minuten wach bleibt. Sagen hier speichern, gehen wieder zurück und dann nehme ich den ESP und schließe ihn hier an und dann gucken wir weiter.
So, der ESP ist wach, ist angeschlossen, funktioniert soweit. Wir haben hier auch Daten. Was mir hier gerade auffällt, dieser Wert stimmt nicht. Aktuell hat der Akku oder liefert 4,02 Volt. Deswegen passe ich hier nochmal den Wert ein. Das könnt ihr bei euch auch machen. Müsst ihr ein bisschen rumspielen, welcher Wert eher stimmt. In meinem Fall sollte es dieser Wert hier sein, also 4100. Und dann zeigt er hier 4,02 Volt. Das ist das, was ich auch mit dem Multimeter gemessen habe. So, ansonsten passt das alles. Er befindet sich zurzeit im Wachmodus und um ihn jetzt schlafen zu legen, müssen wir folgenden Befehl eingeben. Der Befehl lautet Deep Sleep Time und 30, das sind 30 Sekunden. Das bedeutet, er legt sich 30 Sekunden schlafen, wacht auf, sendet die Daten, geht wieder für 30 Sekunden schlafen und so weiter und so fort. Normalerweise stellt man hier für einen Temperatursensor einen Wert um die 30 Minuten ein, beziehungsweise eine Stunde, weil sich normalerweise die Temperatur nicht so schnell ändert, aber das hängt vom Sensor ab, beziehungsweise vom Einsatzzweck ab. Also in meinem Fall passt das so, ich lasse das mal so, schicke den Befehl ab und jetzt würde er normalerweise in den Deep Sleep Modus gehen, aber das sollte er jetzt nicht machen, denn der Schalter hier ist noch auf Wach oder auf Wachmodus gestellt und das verhindert, dass er schlafen geht. Ich aktualisiere mal die Seite und ihr seht, der Counter bleibt bei 63 stehen, weil er nicht schlafen gehen kann. Das passt soweit. So, jetzt mache ich mal den Schalter auf Schlafmodus, also stelle das Ganze hier einfach um. Kann sein, dass ich ihn einmal neu starten muss, damit der Counter beginnt. Genau, also machen wir hier einmal Neustart, gehen wieder in die Konsole rein und dann sollte jetzt hier gleich ein Countdown stattfinden oder angezeigt werden und er legt sich nach 60 Sekunden schlafen. Also wir warten das mal kurz ab. So, jetzt sollte er sich gleich schlafen legen und die LED hier sollte gleich ausgehen. So sieht es aus. Das bleibt jetzt für 30 Sekunden so und dann sollte der ESP wieder wach werden, kurz die Daten schicken und dann sofort wieder ausgehen. Das sehen wir jetzt gleich alles an der LED und wie gesagt, diese LED dann wieder deaktivieren, wenn ihr das zu Ende getestet habt. So, nicht wundern, dass ich dahin gucke, da ist mein Monitor, dann kann ich die LED sehen. So, jetzt ist er an. Ich gehe mal schnell auf die Web-Oberfläche. Vielleicht schaffe ich es noch. Also ich habe es geschafft. Web-Oberfläche ist geladen. Jetzt sollte er die Daten sammeln und sollte gleich wieder ausgehen. Und wie ihr seht, sehen wir hier nichts, weil es einfach viel zu schnell geht. Er schickt zwar die Daten per MQTT raus, wenn MQTT aktiviert wäre, denn ich habe das vergessen zu aktivieren. Aber ihr seht, er geht an, schickt die Daten und geht sofort wieder aus. So, und weil wir jetzt vergessen haben oder weil ich vergessen habe, das Ganze zu konfigurieren, schalte ich ihn wieder auf Wach. Jetzt sollte er wach bleiben. So, und gehe nochmal hier schnell in die MQTT-Einstellungen, denn das habe ich total vergessen. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das Passwort richtig ist, aber ich versuche es mal. In die Konsole, gucken wir mal. Er gibt zumindest keine Fehler aus, dass das Passwort nicht stimmt. So, und die Daten werden per MQTT geschickt. Ich mache den wieder aus. Das heißt, er geht wieder in den Deep Sleep Modus. Mit etwas Glück passiert es jetzt von alleine oder wie gesagt, wir müssen kurz einen Neustart machen. Er bleibt an, also machen wir nochmal einen Neustart. Er zählt jetzt wieder den Countdown runter. So, hat sich wieder schlafen gelegt. Ich mache hier mal auf Aktualisieren. Das dauert jetzt 30 Sekunden wieder, bis er wach wird. Und dann können wir noch mal kurz gucken, ob wir hier die Telemetriedaten sehen, dass er die verschickt. So, er ist wieder wach. Gucken, ob wir es schaffen. So, wir sind auf der Web-App. Wir sind auf der Web-Oberfläche. Aber ich glaube, wir sehen das nicht, wie er die verschickt, denn er hat sich schon wieder schlafen gelegt. Okay, wie gesagt, das funktioniert, das passt soweit. Der Schalter ist, wie gesagt, auch sehr hilfreich, vor allem wenn man irgendetwas testen möchte. So, wie ihr seht, funktioniert das Ganze. Ich habe zum Schluss nochmal einen kleinen Tipp für euch und zwar, wenn ihr das Ganze mit einer Powerbank betreiben wollt. Das Ganze funktioniert in, ich sag mal, 90% der Fälle nicht, denn eine Powerbank würde abschalten, da der Stromverbrauch des ESPs so gering ist, dass sie denkt, dass kein Verbraucher angeschlossen ist und dann einfach ausgeht.
90% der Fälle würde ich sagen, unterstützen das die Powerbanks nicht. Deswegen müsst ihr mit großer Wahrscheinlichkeit auf so ein LiPo oder Lithium-Ionen-Akku oder Batterie zurückgreifen. Aber ich denke mal, das lohnt sich und die Dinger, die sind auch nicht wirklich teuer. Ich glaube, die Batterie kostet irgendwas zwischen 5 und 10 Euro je nach Größe. Also kann man verkraften. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr Interesse habt und das Ganze nachbauen wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Dort sind die Links zu Amazon. Würde mich freuen, wenn ihr die Bauteile über meine Links kauft und so mich und diesen Kanal etwas unterstützt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß mit TAS Motor und dem Deep Sleep Modus.